of the ancient cities have like benches where the people could sit and discuss legal stuff. Also manche Tore im alten Nahen Osten, die hätten sogar Bänke, wo Leute sich hinsetzen können und so diskutieren. But anyways, Boaz confronted the nearest kinsman and asked him, "Are you ready to assume your duty?" Boaz ist auf jeden Fall da und fragt den nächsten Angehörigen, ob er dieses Recht wahrnehmen will. But when he realizes that he needs to take Ruth as well and that she was Moabite, he said, "No, I don't want to give descendants to this family." Und als er erkennt, dass er nicht nur quasi den Besitz bekommt, sondern auch Ruth, sagt er möchte das nicht und er gibt es an den nächsten weiter. He didn't want to embrace the situation and be the way so the lineage could remain. Also er wollte nicht derjenige sein, der die Familie löst und er wollte nicht die Linie Ruth weiterführen. So this last part concludes with Naomi that had nothing, that lost everything, her husband, her son. Also im letzten Teil sehen wir, Naomi hat alles verloren gehabt, Mann und Söhne. That even wanted to call herself Mara. Und sie hat sich selber Mara genannt. That means bitterness, that she was so bitter because of her loss. Und sie hat sich selber quasi die Bittere genannt, weil sie alles verloren hatte. The story finishes with her with the baby of Ruth and Boaz. Und doch hört die Geschichte mit einem Baby auf, mit dem Kind von Ruth und Talking Boaz, about how God was faithful. was darüber spricht, wie treu Gott war. Yeah. And God continued the lineage of her husband. Gott hat also den Stamm ihres Mannes weitergeführt. And the book finishes with the genealogy of King David. Und das Buch endet mit dem Stammbaum Davids. And we see how God brought the story together. Und da können wir lesen, wie Gott die Geschichte zusammengeführt hat. And from where God will bring a king that was so needed during this time of the judges. Und woher Gott den König bringen wird, der so nötig war in der Zeit der Richter. When it seems that God is so quiet and not really doing anything to change the situation, Wenn es scheint, dass Gott gerade schweigt und dass er nichts tut, um die Situation zu verändern, He was actually working according to His will and His timing to bring everything together. da war er eigentlich am Wirken und hat seinen Willen gezeigt und alles zu seiner Zeit gemacht. And it was from this family that suffered so much that a king would come. Und es war aus dieser Familie heraus, die so sehr gelitten hat, wo der König später herauskam. And Boaz was a redeemer for this family. Und Boaz war der Erlöser für diese Familie. But from this family, the redeemer of humanity would come. Aber aus dieser Familie würde der Erlöser der ganzen Menschheit kommen. The one that will redeem all of us would come. Der alle von uns auch erlösen würde. Der Jesus. kam aus der Familie, Jesus. I think it's so cool Ich finde das so cool. how God gives hope in times of distress and so like when the people are so messed up. Wie Gott Hoffnung bringt in Zeiten des Chaos, wenn alle Leute total daneben sind. So we can look the book of Judges with two perspectives. Wir können auf das Buch der Richter mit zwei Sichtweisen schauen. In a human level Auf menschliche Art or in a divine perspective. oder auf göttliche Art. If you look to Judges, you just see, with a human perspective, you're just going to see the cycles of oppression and sin. Wenn du mit menschlichen Augen da drauf schaust, siehst du diese Kreisläufe der Unterdrückung, Happening over and over again if it's nothing is changing. die immer wieder passieren und nichts ändert sich da. But when we look to the book with a divine perspective, Aber wenn wir aus Gottes Sichtweise auf das Buch schauen, we actually see that God is involved. dann sehen wir, dass Gott da drin ist. And that He is showing so much mercy and patience to His people. Und dass er Gnade und Barmherzigkeit gegenüber seinem Volk zeigt. And that actually He is beyond the cycle. He is taking control of history. Und dass er zeigt, er ist derjenige, der in Kontrolle ist über diesen Kreisläufen und er ist der Gott der Geschichte. And that even though they're so into sin, God was still with them and calling them back to Him. Dass auch da, wo sie so sehr in Sünde verstrickt waren, Gott trotzdem dabei war und sie da rausgerufen hat. The people of Israel became lawless
Das Volk Israel hat das Gesetz verabscheut. They forgot that the Lord was the one that delivered them. Sie haben vergessen, dass Gott derjenige war, der sie befreit hat. That's why they were not grateful, and that's why they were sinning against the Lord. Und weil sie das vergessen hatten, waren sie nicht dankbar und haben gesündigt gegen den Herrn. But the Lord was still faithful to his covenant with his people. Aber Gott war immer noch treu in Bezug auf den Bund mit seinem Volk. And I see here in the book of Judges that this statement of there is no king in Israel, and everyone did what is right in their own eyes. Und was wir im Buch der Richter sehen können, durch diese Aussage, zu dieser Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Reveals much more than just a political issue and this, the situation concerning no leader, no national leader in Israel. Dass es viel mehr aussagt, als dass es keinen nationalen Leiter gab in Israel. Being a prophetic book, the author is showing that Israel actually forgot that the Lord was her king. Also als prophetisches Buch hat der Autor nicht vergessen, dass Gott der König der Leute war. That Israel rejected the Lord from being king over them. Israel wollte es nicht, dass Gott der König ist über dem Volk. And you're going to see that also in the book of Samuel. Und das werdet ihr auch in den Büchern Samuel sehen. To say that Israel had no king is because she was rejecting the actual king. Also warum hatte Israel keinen König? Weil sie den eigentlichen König nicht wollten, weil sie Gott nicht wollten. They rejected the covenant that they had established with the Lord. Sie haben den Bund abgelehnt, den Gott mit ihnen geschlossen hat. They started walking according to their own will and according to what they thought that was good for them. Sie haben das getan, was sie dachten, dass es gut war, und haben nach ihrem eigenen Willen gehandelt. They start ignoring those around them or using them for their own means. Sie haben die um sie herum ignoriert oder haben sie gebraucht, um selber Nutzen davon zu tragen. So the book of Judges shows us this level, in a deeper way, the level of brokenness of human heart. Im Buch der Richter sehen wir die Zerbrochenheit der Menschen und wie schlimm das sein kann. We see that God chose this people for them to be an example among the nations. Wir sehen, dass Gott dieses Volk ausgewählt hat, dass sie ein Beispiel sein können für andere Völker. That He chose this people to reveal Himself to them. Er hat dieses Volk auserwählt, weil er sich ihnen offenbaren wollte. But they seized autonomy for themselves. Aber sie haben aufgehört, Autonomität für sich selber zu In ergreifen. moral independence. Und sie waren in moralischer Unabhängigkeit. That's why the nation has started to be fragmented. Und deshalb ist das Land immer mehr zerbrochen. But at the same time, we have hope with the book of Ruth. Aber zur gleichen Zeit sehen wir die Hoffnung im Buch Ruth rüberkommt. Because it shows us no matter how bad the situation is, God is still in control. Denn es zeigt uns, dass egal wie schlimm die Situation aussieht, Gott ist immer noch in Kontrolle. And that He is a God that can bring beauty out of ashes. Und er ist ein Gott, der Schönheit aus Asche machen kann. And the book of Ruth is important, even though it is brief. Und das Buch Ruth ist ein wichtiges Buch, auch wenn es nur kurz ist. Because it shows us how God was providing a ruler according to His own heart for Israel. Denn es zeigt uns, wie Gott einen Herrscher vorbereitet hat über sein Volk in Israel. Even though the history will reveal us that not even David or his sons or the Davidic dynasty was the one that followed 100% the Lord. Auch wenn wir lesen können, dass nicht mal David und seine Nachkommen 100%ig Gott nachgefolgt sind. But it was through this man, this David, that the great king would come. Aber es war durch diesen Mann, durch David, dass der großartige König kommen konnte. The great Redeemer. Der wunderbare Erlöser. It would take a long time, a long journey, but he would come. Es würde noch eine lange Zeit brauchen, aber er würde kommen. So the book of Ruth laid this hope for the future. Und das Buch Ruth
hat diese Hoffnung geschenkt für die Zukunft. So the book of Ruth reveals this, how God provides in times of distress, in times that there is no hope. Das Buch Ruth zeigt, wie Gott uns versorgt, wie er sich um uns kümmert, auch in Zeiten der Hoffnungslosigkeit. And how he uses individuals that decided to be obedient and faithful to him to accomplish his will. Und wie er Einzelne dafür benutzt, um seinen Plan durchzuführen. Judges in Ruth reveals this contrast between obedience and disobedience. Sowohl das Buch Richter als auch Ruth zeigen den Gegensatz zwischen Ungehorsam und Gehorsam. And while the nation was so into sin and to this moral damage, Und warum das Land so sehr in Sünde verstrickt war und in moralischem Verfall. God was still orchestrating his redemptive plan. Auch in dieser Zeit hat Gott seinen Erlösungsplan gezeigt. And I want you to think now that about your own life. Und ich möchte, dass ihr jetzt über euer eigenes Leben nachdenkt. Because in the book of Judges, we see how the whole system of idolatry Denn im Buch der Richter sehen wir das ganze System des Götzendienstes. Ensnared the people to walk away from the Lord. Wir sehen, wie das die Leute weggebracht hat, davon Gott nachzufolgen. And how they were so attracted to this religion of the Canaanites. Und wie sie so sehr von der Religion der Kanaaniter angezogen waren. And because we are talking about the Israelites so long ago, doesn't mean that we still don't have that nowadays with different things. Und auch wenn es eine lange Zeit schon her ist, wo wir von den Israeliten jetzt gelesen haben, heißt es nicht, dass es heute nicht auch noch passiert. Because even today we can still make God out of anything that is in front of us. Denn auch heute noch können wir aus jedem, was vor uns ist, einen Götzen machen. We can make God out of our health insurance, out of our retirement, out of our money. Wir können einen Götzen machen in unserer Out of our Gesundheitsversorgung, political leaders, den politischen Leitern, media influencers, durch Fernsehen, academical approval, durch akademische Anerkennung, even out of sports, aus Sport, family, social media, out of anything. Familie oder soziale Medien können wir zum Götzen machen, aus allem. Even food and sex can become idols in our lives. Auch Essen und Sex können Götzen sein in unserem Leben. And what God was telling to the Israelites to leave all these things is also something that we can apply in our lives. Und was Gott den Israeliten gesagt hat, ist auch etwas, was wir heute in unserem Leben anwenden können. And even though it was not easy for them, it's also not easy for us to be so focused in the Lord and not make idols out of things that is surrounding us. Also es war für die Leute damals nicht einfach, keine Götzen zu haben. Und auch so ist es für uns heute nicht einfach, keine Götzen aus irgendwas zu machen. But these two books shows us that we must remain faithful to the Lord. Aber diese zwei Bücher zeigen, dass wir dem Herrn treu bleiben müssen. That we must fight this battle of being so focused in the Lord and not allowing these things that surround us to compromise our faith. Dass wir trotzdem Gott treu gegenüber bleiben und nicht Kompromisse ziehen in Bezug auf unseren Glauben. And the book of Ruth shows us that God is ready to redeem us. Im Buch Ruth sehen wir, dass Gott bereit ist, uns zu erlösen And to restore us out of our brokenness. und uns wiederherzustellen aus unserer Zerbrochenheit. If we respond in faith and obedience to Him. Wenn wir am Glauben und Gehorsam Gott gegenüber festhalten. He doesn't require perfection, Gott erfordert keine Perfektion. but He requires a surrendered heart. Was er fordert, sind Herzen, die hingegeben sind. Like Ruth, she was a Moabite, Wie bei Ruth, die eine Moabiterin war, but she surrendered to the Lord. aber sie hat sich Gott hingegeben. She decided that He would be king over her life. Sie hat entschieden, dass er der König über ihrem Leben sein wird. So these two books is calling us for a covenant of loyalty. Diese zwei Bücher fordern uns dazu auf, dass wir
Gott treu sind, dass wir loyal sind. He's calling us to repent of our selfishness. Es ruft uns dazu auf, dass wir Buße tun, da wo wir selbstsüchtig waren. Repent of our idolatry with things that we say that is so important for our lives. Dass wir Buße tun, da wo wir in Götzendienst verfallen und Dinge als so wichtig erachten. And it's calling us to worship the Lord and honor Him and serve Him with all of our hearts. Und es ruft uns dazu auf, dass wir voll und ganz mit unserem ganzen Herzen Gott anbeten. So I want you to take this 5 minutes and think. Also möchte ich, dass ihr euch jetzt 5 Minuten Zeit nehmt, um darüber This nachzudenken. is a question that I always ask myself. Das ist eine Frage, die ich mir selber auch immer stelle. Who is in the throne of your heart? Wer sitzt auf dem Thron deines Herzens? Are there things in your life that is more valuable than and have more of your attention than the Lord? Gibt es Dinge in deinem Leben, die wichtiger sind als der Herr, die eine höhere Bedeutung haben in deinem Leben? And are you making idols out of our material things? Habt ihr Götzen aus irgendwelchen materialistischen Dingen? In my life, In meinem Leben? my family was an idol in my life. In meinem Leben war meine Familie ein Götze. I did everything for them. Ich habe alles für sie getan. I would quit going out with friends or having fun just to stay with my family because of that fear of losing them. Ich habe sogar Termine mit meinen Freunden abgesagt und alles nur aus der Angst, meine Familie verlieren zu können. The hardest thing to go into missions was to leave my family. Das Schwierigste für mich, um in die Mission zu gehen, war meine Familie zurückzulassen. The hardest thing for me, and it still is to be away from them. Und das Schwierigste für mich, weg zu sein, ist das Schwierigste für mich, von ihnen weg zu I come sein. from a country where values so much family and communion. Ich komme aus einem Land, wo Familie und Gemeinschaft so wichtig sind, That value relationships. die Beziehungen so hochhalten. And before I went to my DTS, God spoke with me in the verse in Matthew that says, "Those that love their father or mother more than me is not worthy of me." Und ich habe von meiner DTS einen Vers in Matthäus gelesen, wo steht, die Vater oder Mutter mehr lieben als mich, die sind nicht würdig. My parents and my family were an idol in my life. Meine Familie, meine Eltern waren ein Götze in meinem I will Leben. give up everything for them. Ich würde alles aufgeben für sie. But I responded in faith, Aber ich habe im Glauben geantwortet. and I decided that the Lord was the one that was the most important in my life. Und ich habe entschieden, dass Gott der ist, der am wichtigsten ist in meinem Leben. And to renounce my family is something that I need to do every day because it hurts. Und mich von meiner Familie loszusagen oder zu trennen, ist was ich jeden Tag neu machen muss. And just for instance, my family lives in Canada. Und ja, so zum Beispiel meine Familie lebt in Kanada. And I just feel that God is like sending us to different nations so we can be apart for a while. Und ich glaube, dass Gott uns Mountain. eine Zeit Where is lang that? stellt, dass wir And it was so funny because last year I applied twice for a visa and they denied. Und letztes Jahr habe ich mich zweimal um ein Visa gekümmert, aber sie haben es Even abgelehnt. though I had everything to prove that I could go there. Obwohl ich alles hatte, um zu zeigen, dass ich dahin gehen kann. But inside of me I knew that I was not supposed to go, but I tried. Aber in mir drin wusste ich, dass ich da eigentlich nicht hingehen soll, aber ich habe es So versucht. day after day, God is showing me that He is the one that's the king in my life. It must be the king. Also jeden Tag zeigt mir Gott neu, dass er derjenige ist, der König in meinem Leben ist und sein möchte. So I challenge you to think about your life and see if you have idols that you must throw away, burn them all. Deshalb bitte ich euch, dass ihr darüber nachdenkt, ob ihr Götzen in eurem Leben habt, die I ihr took your rausschmeißen 5 müsst. minutes sharing my testimony, but yeah. It's fine. But think throughout the day about it. Das hat mich jetzt 5 Minuten gebraucht, über mein Zeugnis zu sprechen, aber nehmt euch auch Zeit noch am Tag. I just want to pray first. Ich bete noch.